Aloy, I've got some prime salvage for you right here. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Stream Horizon Forbidden West, Episode 65 auf der PlayStation 5. Wir nähern uns dem Ende. Wir haben die Fähigkeit freigeschaltet. Oder eher weniger die Fähigkeit, sondern mehr so... Das war ich schon. Sondern mehr so die Möglichkeit, die Blumen zu öffnen. And that's what we're gonna do now. Oh mein Gott, hier ist auch ein... Ah ja, stimmt, hier war auch ein... Weißt du... Das was, die hole ich mir, wenn ich hier bin. Oder auch nicht. Yeah. We will somehow make it. Ja. Wir haben die Fähigkeit freigeschaltet, die Blumen zu öffnen. Und das heißt, wir werden noch einmal alles, einmal das Land durchqueren, um die Blumen freizuschalten. Ja. Vor dem großen Endspurt. Dann werden wir natürlich auch noch einmal alle anderen Dinos freischalten. Das heißt, auf Jagd gehen. Auf ein paar richtig dicke, böse Viecher. Die problematisch werden könnten. Aber ja. Blume. Fine for drawing back. Habe ich das schon gelesen? Ja, we did it. Nächste Blume. Jojo? Grüße vom Schreibtisch. Grüße an den Schreibtisch. Wir sind jetzt erstmal am Blumenfarmen. Beziehungsweise doch das Land durchstreifen und die Blumen finden und farmen. So ziemlich. That's what we're gonna do now.
No. I wanna do this. Well. Something's scrambling my focus. Ja, seit wann kann der das? Und ich guck gleich in den Chat. Blumen pflücken, die andere Art der dummen Dinge zu vermeiden. Was? Hab gleich noch einen Termin, aber sind im Prinzip auch für die Woche für die Woche nice. Und selbst der Chemtrail, Keep these on me. der schlägt super an. Meine Halsschmerzen sind schon fast komplett verschwunden. Mit nur einem Tag Medizin. Das ist like, richtig nice. Richtig nice. That worked. Aber auch noch fast. Also es wird noch ein bisschen dauern, bis er komplett da ist. Aber ja. Oh Mann, können die aufhören zu labern da hinten? Oder ein bisschen leiser sein zumindest. Vines are clearing up. Und damit komme ich nach hier. There we go. Falling gently. Dinge sind. Zu das liegen.
What? Warum war das doch ungelootet? Und da ist noch ein großes Lager für Wertgegenstände. Da oben. I didn't see. Nah, that doesn't work. Well, now I know. Irgendwas. Nee. Und jetzt weiß ich, irgendjemand brät da unten Rosenkohl an. Und ich denke, boah, was riecht hier so ranzig? Irgendjemand macht Rosenkohl. Mom oder Oma. Und ich denke schon, was riecht hier so ranzig? Gehen wir erst nach unten. Rosenkohl. Deine feine Nase. Ich meine, ich esse das, aber nicht oft. Ja, ich esse das nie. Ich habe es einmal gegessen. Nie wieder, sag ich dir. Never again. Never again I will eat this shit. Ach. Jack. Wie ruhig die stillen Gewässer im Vergleich zum Meer sind. Na gut, sonst würden sie die stillen Gewässer heißen, würde ich sagen, denke ich mal. Ich bin bei Fisch, Meeresfrüchten, Leber, Niere, Brägen und Porree dabei. Also Leber, Brägen, Leber und Niere habe ich noch nie gegessen. Fisch, Meeresfrüchte und Porree. Oder Püree? Püree war es eher. Püree. Sorry. Eierkultur 2 have not talked about it. The right way was Akkus vollgeladen. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Aber Rosenkohl, ey, nee, damit kannst du mich jagen. Damit kannst du mich jagen. Ah. Warum gibt es sowas überhaupt? Nee, das Lauch ist gemeint. Porree. Porree. Englisch? Deutsch? Französisch? Sorry, aber ich habe gerade keine Ahnung, von welchem Lauch du sprichst.
So ein langes Grünzeug. Ah. Langes Zwiebelgrünzeug. Klingt vielversprechend. Using frost won't help here. Brauche ich theoretisch nicht noch einen Donnerkiefer? Ja, ich kann mich erinnern, ich brauche eigentlich noch einen. Lauch und Püree, Breitlauch, Winterlauch. Da! Und jetzt komme ich hier rüber? Was ist das denn für ein Bullshit? Aber vielleicht kriege ich das trotzdem Star. Wie ist jetzt gestunt kriegen? Ja, ich versuche gerade an deinem fucking Schwanz ranzukommen. Was ist das? Spanischer Lachs. Arschlauch? Was? Fleischlauch genannt. Das ist eine Sorgengruppe, ist auch im Mittelmeer. Okay, that's really worth it. Why else would one leave the glory of Maine? Boredom. Nothing interesting happens to claim anymore. Out of my way! Piece of shit. Dich mach ich platt. Ich glaube, ich werde schnell sein müssen. Schnell und leise. Okay, ich detecte ihn noch nicht mal. Google dir ein Bild dazu, ist einfacher. Das ist ekliges aus seiner Sicht. Frost isn't gonna do much. Elektrische Kettenreaktion. Die Antenne könnte ich eventuell brauchen. Das Ding auf jeden Fall. Das und die Antenne. Let's see.
Mädel. Ja, das ist die Drohne. Ich dachte, das wäre gerade sein Laser. Well. Das Nahrungsmittel soll nahrhaft sein. Ähnlich wie die arme Leute Spargel, schwarze Wurzel. Well. Sonst irgendwo was liegen lassen? Nee, nur eine Waffe. Aber diesmal lief es auf jeden Fall besser. Kaufen oder nicht? Sag mal ja oder nein. Kaufen, natürlich. Solche Insolvenzfirmen übernehmen oder nicht? Das kommt ganz drauf an. Ich überlege die ganze Nacht schon. Das kommt drauf an, was das für eine Firma ist, ob du die Ressourcen hast, die Firma wieder aufzubauen oder weiter zu verwerten, ob du am Ende des Tages Kapital rausschlagen kannst oder nicht. Wenn am Ende des Tages zu viele Ungenauigkeiten bestehen, als dass du genau sagen kannst, ja, wenn ich die Firma jetzt übernehme, dann schlage ich da in
keine Ahnung, einem halben Jahr, einem Jahr, 1,5 Jahren ordentlich Kapital raus, dann klar, nimm. Aber wenn du denkst, vielleicht kann aber auch sein, dass alles nach hinten losgeht und ich Verluste mache, vergiss es. Einfach so, ja, nein. Das klappt vielleicht, wenn man sich I don't know. Wenn man sich was gönnen will. Wobei, eine Firma. Ich gönn mir mal eine andere Firma. Das ist auch nicht schlecht. Was ist das denn für eine Firma? Was macht die? Und wie viel kostet die vor allem? Ist sie recht günstig? Ich meine, die ist ja Insolvenz. Übernimmst du dann auch die Schulden, die die Firma hatte und musst die dann zurückzahlen? Sorry, wer auch immer hier gelebt hat. Ich klaue mal kurz deinen Bestand. Das würde mich mal interessieren, ob du auch die Schulden übernimmst. Ich habe 2021 nur 7,34% Gewinn gemacht vom Gesamtumsatz. Ja klar übernimmt man die Schulden. Das ist wie eine Erbschaft. Annehmen oder ablehnen. Wie hoch sind denn die Schulden? Sagen wir mal so, nehmen wir mal an, du machst jedes Jahr 7,3... nehmen wir an, du machst jedes Jahr 8% Gewinn. Reicht das, um die Schulden innerhalb von 5 Jahren zu decken? Wenn ja, nimm. Wenn nein, lass die Finger davon. Meiner Meinung nach. Also meiner uneducated guess. Sagen wir es mal so, die langfristigen und kurzfristigen Schulden sind 3-mal so hoch wie der Jahresumsatz. Das heißt, du musst 3 Jahre Umsatz machen ohne Gewinn, um die Schulden loszuwerden. Das ist eine Menge Geld, die du da reinsteckst. Aber nach 3 Jahren, wenn du die Schulden getilgt hast, vorausgesetzt du tilgst die nicht sofort mit, irgendwas anderem, I don't know. Vorausgesetzt, du baust keine weiteren Schulden auf. Nein, die Schulden werden vom Gewinn im Wesentlichen getragen. Ach so. Also der Gewinn, den du erzielst innerhalb von 3 Jahren, der komplette Gewinn wäre halt praktisch für nix. Oder halt dafür die Schulden abzuzahlen. Also sagen wir mal 5 Jahre, wenn du ein bisschen was behalten willst. Der Umsatz geht ja für Löhne, Material und sonstige Kosten drauf. Achso, ja. Was ist das denn für eine... Also was macht die Firma? Daran kann sich eventuell auch... Okay, das hier ist schon etwas größerer See. Und der ist nicht ganz so still wie der hier hinten. Das ist der gleiche See, aber der Part. Hier schon leichte Wellen. Nennt sich Ibit. Dann ergibt sich der Bett da. Vom Bruttogewinn werden Steuern und Zinsen und so weiter bezahlt. Was ich gerade, ein anderer Faktor wäre halt, was die Firma macht. Wenn die Firma irgendwas macht, was einfach in absehbarer Zeit und auch in ferner Zukunft nicht wirklich lukrativ ist, dann lohnt sich das nicht. Wenn es irgendwas ist,
was auf der anderen Seite lukrativ? Also wenn das... Nehmen wir mal an, du nimmst eine Firma, die sich für Data Mining und Bitcoin Farming, die sich darauf spezialisiert hat. So eine Firma würde ich an deiner Stelle die Finger von lassen, weil... Oder umstrukturieren, weil Bitcoin Farming, das lohnt sich einfach nicht mehr. Das hat sich vor ein paar Jahren gelohnt. Aber heutzutage... Nee, Mann. Heutzutage lohnt sich das einfach nicht mehr. Ist ein VW-Zulieferer, der den Gründen, deren Gründer meiner Großeltern noch kannten und der Sohn in 5. Generation hat ein paar Tage in Wolfsburg verbracht. Wenn er erzählt, die Bank hat den Hahn praktisch zugedreht. Uff. Also ein VW-Zulieferer würde sich für dich in gewisser Weise schon lohnen. Glaube ich. Ich meine, du arbeitest ja für VW, in einem VW-Werk. Wenn ich das... Oder war das wer anders? Dann wird sich das auf jeden Fall lohnen, einen Zulieferer in der Tasche zu haben. Auch wenn man am Anfang auch wenn man ordentlich was zurückzahlen muss. Sobald die Schulden alle getilgt sind... Auf der anderen Seite musst du auch darüber nachdenken, jetzt kommt, alles wird teurer. Absolut alles wird teurer und jetzt kommen auch wieder in naher Zukunft ein Haufen Kosten auf dich zu. Ehrlich gesagt, I don't know, ich weiß zu wenig, um dich da guten Gewissens ernsthaft zu beratschlagen. Da müsste ich mehr wissen und mich länger mit beschäftigen. Müsste ich Finanzberater werden. Steht sogar auch in Aussicht, dass ich Finanzberatung irgendwann... Wenn alle Stricke reißen, mache ich Finanzberatung. Mach da eine Ausbildung und werde dann Steuerberater oder sowas. Wenn alle Stricke reißen. Ein Maschinenbauer, die gerade erst mit anderen Zulieferern zusammen eine Batterieallianz gebildet haben, also das Wissen zusammentun und Batterien bauen wollen. Na, ich habe dank meiner Großeltern und Verwandtschaft gut Größe. Batterien werden in naher Zukunft, vor allem wenn du auch noch in die Forschung gehst und bessere Batteriesysteme entwickelst. Oh, da schlag zu, Alter. In Zukunft werden Batterien sehr gefragt sein. Vor allem, da jetzt zum Beispiel 2035 die komplette deutsche Autoindustrie auf, oder sagen wir mal so 80% der Autoindustrie angeblich auf Elektroautos umsteigen will. Die wollen da, die deutsche Politik will, dass bei 2035 80% aller Autos, die in Deutschland fahren, Elektroautos sind. Wenn das ein Batterieherstellbetrieb... Schlag zu. Das wird sich in Zukunft sowas von lohnen. Das heißt, wenn du nicht noch mehr Schulden anhäufst und ein zweites Mal Insolvenz... Wobei das... Aber wenn das und vor allem, wenn die auch noch alle das Wissen haben, das dann zusammenkommt. Ich würde zuschlagen. Wenn ich das Geld habe, um die Schulden zu stemmen, ich würde zuschlagen. Bei Batterien? Natürlich ist am Ende des Tages immer noch ein gewisser Gamble, aber Batterien hört sich zukunftssicher an. Für mich. Gerade wenn man bedenkt, wo die deutsche Wirtschaft und die deutsche Politik hin will. Nicht nur die deutsche, die Weltpolitik, könnte man sagen.
Ja, das war eher Nico-Frage. Wenn ein Finanzcontroller nicht auf seinen Bauch hören will, die stellen sonst Werkzeug für die Kfz-Fertigung her, bauen Motoren und Antriebstechnik und so weiter. Wir treffen uns gleich auch mit dem Vater zum Essen. Ja, dann guten Hunger. Also, zugegeben, irgendwas müssen die gemacht haben, dass die Insolvenz gehen. Also irgendwas müssen die falsch gemacht haben, dass die Insolvenz gehen. Das ist jetzt nicht böse gemeint. Aber, well, wenn du insolvent gehst, dann hast du irgendwas falsch gemacht oder einfach Pech gehabt. Zugegeben, du hast schon erwähnt, die Bank hat den Hahn zugedreht. Müsste man dann wissen, warum die Bank den Hahn zugedreht hat und ob das einem selber auch nicht passiert. Aber, well, ich würde sagen, wenn du einen guten Deal rausschlagen kannst, das heißt, wenn du kaufst du übernimmst ja nicht nur die Kosten, sondern du kaufst die Firma ja auch. Das heißt, du gibst zusätzlich Geld aus. Die Schulden, zusätzlich zu den Schulden gibst du ja noch Geld für die Firma aus. Also wenn du da einen guten Deal rausschlagen kannst und wenn dir nicht die gleichen Fehler passieren, dann ja, sieht das gut aus. Ich habe die Bilanzen 19, 20 und 21 hier liegen. Ah. Gut vorbereitet, der Mann. Nice. Das ist gut. That's good. Wobei, ein weiser Mann hat mal gesagt, egal wie gut du dich vorbereitest, am Ende des Tages gehört auch eine gewisse Prise Glück dazu, weil absolut 100% perfekt vorbereiten kann sich niemand. Aber es schadet nicht. Es schadet trotzdem nicht. Aber ja, ich meine, wenn du die Firma, wenn der Deal durchgeht, sicherst du damit wahrscheinlich auch noch einen Haufen anderer Leute ihre Arbeitsplätze, die dann sonst arbeitslos werden würden oder sich eine neue Stelle suchen müssten. Was auch wieder gut ist. Der Kaufpreis der Firma ist etwa die Summe des Eigenkapitals. Blick auf den Bilanzwert soll es haben. Und davon werden die Schulden abgezogen. Vereinfacht für dich. Skizziert. Ah, danke. Ja klar. Ich bin hier What am I doing? Ich bin hier falsch. Egal. Wenn der Kaufpreis nicht nicht der Wert des Eigenkapitals wäre, würde man sich ja unter Marktwert verkaufen. Das wäre ja dumm. Haben wir tatsächlich gestern noch ein bisschen drüber geredet, also als wir den Film geguckt haben, Jurassic World, wo sie halt die Dinos verkauft haben an Millionäre. Und für einen Ankylosaurus gerade mal 10 Millionen? Alter, das ist ein Dinosaurier. Ich würde da das 10-fache rausholen. Wenn irgendjemand einen Dino haben will, dann muss der schon mehrere 100 Millionen aus blechen. 10 Millionen. Peanuts. Wo sie die Dinosaurier einfach mal... Ich meine, für den Average Moviegoer sind... Am Ende des Tages haben die 150 Millionen Gewinn gemacht. Durch die Verkäufe von 11, 12 Dinos. 150 Millionen sind für den Standard-Zuschauer viel. Aber wenn du ein bisschen weißt, wie teuer Sachen sein können und für wie viel Geld
diverse Dinge verkauft werden. 150 Millionen für 11 Dinosaurier sind ein fucking Schnäppchen. Das ist nichts für 11 Dinos. Da kannst du sehr viel mehr Geld rausholen. Also jetzt mal rein hypothetisch, weil Dinos gibt's ja nicht. Aber würde jemand Dinos erschaffen? Ich dachte, aus den 150 Millionen hätte ich 150 Milliarden gemacht. Oder jedenfalls versucht, 150 Milliarden draus zu machen aus der Käuferschaft. Aber solange du dich nicht von Gier treiben lässt, kann man eigentlich immer ganz gut auf sein Bauchgefühl hören. Vor allem, wenn die Rechnung auf Papier das Bauchgefühl unterstützt. Also im Sinne von, ab wann kann ich damit rechnen, mit der Firma, dass es wieder bergauf geht und wir Gewinne machen. Wenn die Zahlen stimmen, I would go for it. This'll break my fall. Nicht über die... Ich kann über die Berge. Dann kann ich auch wieder gleiten. Sorry. Ach, alles gut. Meine Cousine und Cousin aus Interlegen haben sich gemeldet. Die Familienstiftung legt dazu, wenn ich sage Go. Hm. Auf der anderen Seite, wenn ich dir sage, schlag zu, du schlägst zu und das Ganze stellt sich als Reinfall raus, aka du machst noch mehr Schulden und hast nachher mega finanzielle Probleme, würde ich mich unglaublich schlecht fühlen. Like, uff. Deswegen ist das kein legaler finanzieller Ratschläge. Kann ich keine legalen finanziellen Ratschläge geben, jedenfalls nicht. So, nicht jetzt. Aber ja, vom Bauchgefühl her, Batterien. Ich meine, Batterien werden immer gebraucht. Oder in Zukunft werden Batterien noch viel mehr und viel öfter gebraucht werden. Wenn die Spritpreise so teuer sind, dass es sich allein für das für die Tankkosten lohnt, Elektrowagen anzuschaffen. Gerade dann. Und vor allem setzt VW nicht mittlerweile auch, also entwickeln die mittlerweile nicht auch viel mehr Elektrowagen als, also was heißt, als früher, nicht mehr als Diesel. Diesel und Benziner werden immer noch, nehme ich mal an, vorzugsweise in größeren Mengen produziert, aber ja. So ist das Geschäftsleben, so ist Selbstständigkeit. Wichtig ist ja, dass die deutsche Hausbank bis 14 Uhr oder sowas eine Bürgerschaft erhält. Dann sind ca. 6000 Stellen gerettet. Wir haben bei VW schon 2012 mehrere E-Modelle entwickelt. Cool. Das ist ja nicht progressiv. Golf, E-Up, Hybrid, Passat und so weiter. 12.000 gerettete Stellen hört sich auf jeden Fall schon mal nicht falsch an. Dann wärst du auf jeden Fall anders als Activision und Electronic Arts, die am Ende des Jahres immer mal wieder 400, 500, 600 Stellen abbauen, um mehr Gewinn in die Bücher eintragen zu können, damit die Investoren gepleased sind.
Ganz ehrlich, manche Videospielentwickler, also nicht die Entwickler selber, aber manche Firmen, also die Rechteinhaber, die Publisher, manche Publisher sind einfach nur abartig. Und ja, du hast recht, ich arbeite mit meinen Leuten bei VW als Dienstleister für Bauprojekte, Entwicklungsprojekte und Finanzcontrolling. Hm? Löhne sind ca. 28% vom Umsatz. Das ist halbwegs tragbar. Hm. Eigentlich schon. Ich meine, ich erinnere mich daran, dass ich glaube, Microsoft hat das auch gemacht. Microsoft hat... War das Microsoft? Nee, das war Unity. Unity. Oder warte mal. Microsoft Layoffs. Alter, doch. Microsoft kauft Activision Blizzard für 42 Milliarden Euro oder Dollar. Hat dann aber nicht das und direkt im Anschluss heuern die 1800 Mitarbeiter. Damit die nicht so große Verluste haben. Also damit sie die nicht mehr bezahlen müssen. Und ich denke mir gerade, Leute, ihr habt gerade 42 Milliarden Dollar ausgegeben für Activision und habt nicht das Geld, um diese 1800 hauptsächlich QA-Tester und Staff, der nicht direkt in der Videospielentwicklung, also nicht direkt an der Entwicklung beteiligt ist, weiter employed zu lassen? Hey, Doggy, wie geht's dir? Das ist einfach nur nicht richtig. Aber ich erlebe oft, was du meinst. Erster Hebel, dann Senken von Kosten, ist es Leuten rauszuschmeißen. Erster Hebel zum Senken von Kosten ist Leute rauszuschmeißen. Und später fehlen genau diese Fachkräfte und die Firma geht erst recht kaputt. Ich rate jedem davon ab, blind Leute zu entlassen. Ja. Naja. Zugegeben, die meisten Leute, die in der Videospielbranche entlassen werden, sind QA, Quality Assurance. Das sind die Leute, die über den Entwicklungsprozess und auch ganz am Ende... Alter, Eloy. Ich wollte schon sagen, kommst du da nicht mehr raus? Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist halt, die über den Entwicklungsprozess und am Ende der Entwicklung sind das die Leute, die halt testen, läuft das Spiel, funktionieren die Features so, wie sie sollten und dann halt dem Entwicklerteam Feedback geben. Die Leute, die werden dann meistens rausgeschmissen, weil das Spiel ist ja fertig, die brauchen wir nicht mehr. Erstens, ich sag dazu Bullshit. Und zweitens, ist dir schon mal aufgefallen, dass fast jedes Spiel, mit wenigen Ausnahmen, kaputt
unfertig und verbuggt auf den Markt kommt? Ich frage mich, warum das ist. Kann ja nicht sein, dass plötzlich die ganzen Quality Assurance Leute, die ganzen Leute, die halt die Qualität der Spiele testen und überprüfen, ob alles richtig ist, ob es Bugs gibt, ob das unfertig ist, ob es kaputt ist, wo nochmal entwickelt werden muss, wo nochmal nachgebessert werden muss, dass die fehlen. Nein, daran kann es nicht liegen, ne? Nintendo ist einer der wenigen Entwickler, die fertige, gepolischte, bugfreie, also, na gut, es gibt 1, 2 Bugs vielleicht pro Nintendo-Spiel. 1 oder 2. Wenn überhaupt. Aber die bringen fertige Produkte, polierte, auf Hochglanz polierte, fertige Produkte auf den Markt. Und weißt du was? Nintendo feuert nicht seine QA-Mitarbeiter. Ne? Die machen das nicht. Zugegeben, die crunchen auch nicht und lassen sich gerne mal 2, 3, 4, 5 Jahre länger Zeit für die Entwicklung eines Spiels. Was dann natürlich nicht so viel Umsatz macht in der Zeit, aber dann kommt es halt auch richtig raus. Um Shigeru Miyamoto zu zitieren, ein Spiel, das delayed ist, das verschoben ist, wird eventuell gut rauskommen. Ein Spiel, das zu früh released wird, hat für immer einen schlechten Start. Bleibt für immer schlecht. Und damit geht halt auch der gute Wille der Fans, wenn du Scheiße, die halt nicht fertiggestellt ist, auf den Markt bringst. Da ist was dran. Ja. Shut this metal flower down. Hab ich das schon gelesen? Das Schlimmste in der Endzeit ist das wahr? Ah ja, already, das habe ich schon gelesen. Naja. Es hilft nicht, sich drüber aufzuregen. Jojo? Ah, hier ist Jojo. Ich bin dann mal eben zu Tisch, wie man sagt. Lass den Stream mal hier laufen. Bis later. Bis later. Und guten Hunger. Und ich hoffe, dass alles gut läuft. Zu welchem Ergebnis auch immer ihr am Ende kommt. Sorry, Jojo, aber du kannst hier nicht hochklettern. That's a shallow river. Be ready. Maybe here.
Maybe here. Das ist nicht euer Ernst, oder? Doch. Made it. Die Weizenfelder. Acid won't do much here. Signal seems to be coming from behind those. So. I thought I'd got away from you, McMillan. But once a driver, always a driver, huh? I don't know. Were you ever flight certified, Hanson? Yeah, I copy that, Control. We are clear for takeoff. I guess the pencil pusher that replaced this meatbag with robots is feeling real proud of themselves today. Okay, Mac, let's get up there and frag some tin. Those pilots were ready for battle. That's a feeling that Tanacht will understand. Hier oben ist noch eins. Und da ist noch eins. Und ich glaube, hier war auch noch eins, aber das hat nur einen Weg blockiert. Da waren zwei. One second. That's okay. Ah, wir haben 12 Uhr, stimmt. Time for medicine. Zehn Tropfen. Erisidoron. Bei der Gelegenheit kann ich auch gleich mal Ton refreshen. I like my medicine. There must be another flight recorder transmitting a signal. Maybe I can track it down.
Gut, dann wollen wir mal. So komme ich da nicht hin. Hi Drohne. Ich gehe gleich auch mal was essen. Das heißt, später. Ja, erinnert mich an die ganzen Abenteuer und Shit, die wir hier alle erlebt haben. Noch einmal durch die Lande streifen. We got everything here. Got everything here. Wir könnten noch mal zur Reinklang. No, I don't need that. To kill you! Dieser Hund! Heiliger.
Wait, what? Wait. You gotta be kidding me, right? Ja, hab ich doch schon gemacht. Help him out! So be it! Find a weak spot! Hold on! Closer down! You're going down! Warum? Why do I even bother? Warum versuche ich es überhaupt? It's there. Drawing on her now! Wisst ihr was? Ihr könnt euren kleinen Streit alleine austragen. I don't give a shit. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass ihr lebt oder sterbt. I don't give a shit at this point. I really don't. Not my fight. I'm just here to collect some shit, that's all. Damit tiltet ihr mich. Indem ihr diese Scheiße einfach noch mal anmacht. That should do it. It's off. I collected it. Give me a save point now. God damn it.
This is it! Stop her! Smash that machine! Da willst du mich verarschen? Ich bin doch nicht auf den zugerollt. Ich hab zurückgedrückt, du... Die wollen mich verarschen. Und wehe. Wehe. Ich wollte gerade sagen. Wehe, das ist wieder da. Okay, weißt du was? Jetzt muss ich aber... Jetzt muss ich die aber töten. Einfach nur aus Prinzip. Push up! Overwhelm them! Maschine! Einfach aus fucking Prinzip, Alter.
Warum, wieso, weshalb? Aus einfaches Prinzip. Einfaches Prinzip getötet. Einfach weil. Egal. Enough. Blumen sammeln. Little flowers closing up. Soon enough. No better or worse. Nothing here. Die there. Und dann hier. This is a pleasant surprise. May the land green. The north field makes the most work. You've been called to Arthur here? Yef didn't want to be treated for his wounds after his captivity. Won't even show us his back. Over here, I want to show you something. I wish to speak with you. What? Aloy. Welcome to the garden. How are you doing, Bree? Is this where you planted your wife's seeds? It is. They're a part of Plainsong now, where they can take root and flower. I miss her. But I'll keep pushing for change, just like she would have. I still can't believe something so... She didn't deserve any of this. But at least I have this to remember her by. I'm sorry for your loss. Even if one day we leave Plainsong, I'll know the seeds she carried will have been part of our people's cycle. And it's all thanks to you, Aloy. May you always walk in a field of plenty. Conserve your energy, children. Nature's bounty
stitched into the perfect wares. Yeah. Hi there. Und los geht's. Die wilde Jagd. Beziehungsweise weiter geht's, nicht los. Es geht einfach weiter. Die wilde Blumenjagd. Na komm, Jojo. You can do it. I wonder what this shrine is for. Is that one of the Utaro's land cards? Why is it here? Well, it got entangled. Armes Ding. I will soon release you. Dreadwing carcass. It must have dropped the flowers and then crashed.
Line cutter's working. Na, Blümchen. So, die Frage ist... Nee, nicht Frage. Lass mal wirklich erst dann nur Sidequests und Shit machen. Ich meine, wir können zwar jetzt schon hierhin zurück zur Basis. Aber nein. Not yet. Beziehungsweise doch sollten wir. Das sammeln wir kurz ein und dann geht's schnurstracks back to base. Ride or fight? Egal wie viele einzelne versprengte Splittergruppen ich töte. Sie werden eh alle immer wieder respawnen, also... Flight. I don't need this. Dann sind wir mit dem kompletten Gebiet jetzt schon durch. Fehlt noch das hier. Und hier sind auch noch ein Haufen Sidequests. I'll keep some extra on hand.
Well then. Shall we? Oh. Habe ich dich gerechnet, Jonas. Better hit it before the plasma blows. Pain subsiding. Ich wollte sagen, wo ist das Viech? It's nowhere to be found. Let's go, Jojo. Das hat mich jetzt echt überrascht, dass so ein Viech rausgekrabbelt ist. Like, du hast nichts Besseres zu tun. Well then. Zeit für ein bisschen Story. Steady. Ich kann wieder mit den Leuten reden, das ist ja nett. Aber zuerst... So we can finish this one. Ich brauche einen Schlachtbrücken Zirkulator. Natürlich brauche ich das. Komplett alles von den Schlangen. Nur noch ein
Schreckenflügel Schnabelspitze. Und danach sollte ich... Einer fehlt noch, aber danach sollte ich durch sein. Ja. This is gonna take a while to read. Also going to take a while to talk to you all. Und wir starten mal mit dir, Kollege. You busy? One must never be idle when at war. But there is always time to speak to one's commander. Oh, that's not really how I see myself. It is how we see you. What have you been up to? Varl has asked to learn the differences between my people's clans, so I've been teaching him Tanakh history. It is heavy with blood and death, but also with honorable deeds and vanquished tyrants. Maybe you'd like to hear about it as well, when our mission is done. I'd be honored. Did Aaron tell you we found the people who gave Regala's rebels the power to override machines? He told me of the battle. I suggested he etch this victory on his fighting arm with one of our inkers. Is he going to do it? He didn't say no. Anything interesting happen while I was away? I found an acceptable place to practice with my blade. Oh, and where's that? Outside, above the base. There's a nest of sunwings that are always up for a fight. Ever thought of sparring with something that's not trying to kill you? That would defeat the purpose of the training. Now would it, Aloy? Wouldn't it? Also, Aloy, du bist nicht besser. I'll let you get back to your training. And so will I. Du bist nicht besser, Aloy. Kein Stück. I'm gonna go down. She's not open to talk. Not yet, at least. Aloy, you think we can talk? Looks like you got what you wanted. Yeah. It's almost time to go after HEPHAESTUS. Finally, we get to rock and roll. Yeah, at least that's how the old one said it, I think. Oh, before I forget. Here. Something to commemorate our mission. We did good together. Yeah, we did. Anything happen I should know about? Zoe asked us to help her bring more plants in here. Not for eating, apparently. Yeah, if you ask me, the place is fine as it is. You know, metal might be plain, but it's sturdy. Nothing wrong with that. Who needs a bunch of vegetation? Bet you're used to that focus by now. Well, I can hit machines in their weak points. I guess that's something. I wish all the other data was as easy to deal with. Now, to be honest, it's hard to understand half of what's on there. And then the other half reminds me, this isn't a fight you can win by just waving a hammer. Which is kind of what I do. But hey, that just means I gotta study harder. Now, make myself useful. Just give it time.
I should get going. I say hi to Gaia for me. Aloy, is that what I think it is? Just need to merge it with Gaia, and she'll have enough power to handle Hephaestus. Good news. So, what can I do for you? I hope Zoe's not upset I'm distracting you from your training. Yeah, I don't think you have to worry about that. What do you mean? What happened? Well, before Zoe found a way to fix the land gods, I suggested that when Gaia was fully restored, she could just make new ones. Well, once we get Hephaestus, that's definitely a possibility. That's what I said, but I guess there was something about my tone she didn't like. She got pretty raw, said I didn't understand the way her tribe feels about those machines. Which is true, of course, and the last thing I'd ever want to do is dismiss their traditions. But I was trying to look at things differently. More like you know? To see a machine as just a machine. Yeah, I guess I led you into trouble there, didn't I? Not your fault. Don't worry. Über diese pesky Religious-Typen mit ihren heiligen Landgöttern. Idiots. Did you talk to Zoe after your fight? I suffered through a few hours of glaring silence. Then she seemed to move on. Sort of. How do people do this? How do I know if the next thing I say won't blow up in my face? What if an apology is not enough next time? You give her a stuffed animal? You're the worst. You know that? What makes you think I know anything about any of this? You're on your own. Abandoning me again, huh? Well, if she kills me next time, it's on you. That's the problem. You don't! Better get this to Gaia. You did it, Aloy. Let's hold off on the ale till it's over and done with. I'll let Aaron know. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du eine Frau hast oder einen Mann, um es mal andersrum zu sehen, wo du denkst, weißt du was? Ich habe jetzt die Person jetzt so wütend gemacht. Rede ich mit mir. Ich weiß nicht, wo die Grenzen sind. Ich weiß nicht, ob wenn ich das nächste Mal was sage, dass alles vorbei ist. Ganz ehrlich, das ist eine scheiß toxische Beziehung. Go out of there. Oh. Hope it didn't get stained. Aloy, you've returned. And you come bearing gifts. Does this mean we'll soon be able to uproot the Zeniths from our lands? That's what I'm hoping. Good. Anything interesting happen while I was away? Aaron told us how you tracked down the Oseram supplying Regala with machines. In fact, he's quite adamant about relating the tale at least twice a day. But I can tell it meant a lot that you asked for his help. I wouldn't have been able to track them down if it wasn't for him. You ever play that board game Aaron set up? Strike? I'm the one who gave it to him. I was hoping it'd distract him enough to spare us that ruckus he calls death metal. No such luck. Noch nie Death Metal beim Schachspielen gehört? It looked like you were working on something over there. With Gaia now growing in strength, I've been trying to find a way to heal the land gods, even if some people think I should give up on them. Already said I was sorry. Your friend thought it'd be a good idea to replace the land gods with new machines when Gaia recovers. It wasn't. The land gods have taken care of our people for generations. They are not some broken toy to be thrown away. Even if they are just machines doing their job, to abandon them in their time of suffering seems cruel. I'm sure Varl understands that too. He does now. I had to get pretty mad at him at first, though. You know I can hear you guys, right? I think what you don't understand is that eure so geschätzten Landgötter, ihr habt doch mal erzählt, die gehen, irgendwann kommt die große Wanderung, die gehen zurück in den Kolgen und kommen blitzeblank nagelneu wieder raus. Warum ist das wohl so? Die werden nicht abgewaschen und gescrubbt. Die werden komplett auseinandergenommen, recycelt und dann werden neue gemacht. Und die kommen dann wieder zu euch und machen den gleichen Scheiß von vorne. Das sind alles neue. Ihr Idiots.
Aber egal, was weiß ich schon, ne? Varl looks pretty focused. He's been obsessing over the data revealed to us by Poseidon. Just the other day, we read about mountains hiding deep underwater that spew fire. If I understand correctly, Gaia said the flames they release come from the very center of the Earth. Like a heart, beating with the life of the world. As always, the cycle can be found in even the most unlikely of places. Of course, Varl's mostly interested in watching explosions happen underwater. Alter, who is it? Also, was ist das für Sexismus gerade, ey? I should get going. If you need me, you know where to find me. Won't find that in Ghost of Tsushima. Ja, Ghost of Tsushima ist das nächste und das ist ein Game. Yeah, that was. You have something new? Hey. Looks like things between you and Zoe are better now. I suffered through a few hours of glaring silence. Then she seemed to move on. Sort of. How do people do this? How do I... What if an apology is... You give her a stuffed animal? You're the worst. What makes you think... I should go. You're right. I'm confused, game. I'm hard confused. Whatever. Let's go. Öffnen wir die Tür zu Gaia. Aber bevor wir mit Gaia sprechen... It is good to see you again, Aloy. I see you have recovered Demeter. Give me this. Drone's reconnected now. Zwei Stück. An excellent choice. Der Dschungel. Tarkan. Herr des Dschungels. Es ist nicht wirklich Dschungel, mehr Mangroven. I'm gonna try the next one. Der war das. Almost got everyone now. Almost. Almost. Das nenne ich mal einen Urwald. Riesige Mammutbäume. Well then. With the acquisition of Ether, Poseidon, and Demeter, my heuristic processing density has expanded greatly. I should now be able to absorb HEPHAESTUS, and fortunately, we have made progress on a plan to capture it. Oh. With Varl's encouragement, Beta analyzed all available information on HEPHAESTUS. Its expansion has been rampant. It is too large to be beamcast, and the kernel you have been using could never hold it. Therefore, it must be contained in a location with a direct physical connection to me. A place with 2 data cores. 2 cores? Where would we find a place like that? Gemini. An abandoned cauldron in the desert west of here. Seismic activity disrupted the original construction.
2 data cores were built as a result. I know that place. It's near the Desert Clan's capital. We'll have to bring you there by hand. I have devised a blueprint for a suitable, albeit unwieldy, transport rig. It will require 2 people to carry it to Gemini. I can help. Once I am installed on the first core, I will call down HEPHAESTUS on the other, trapping it. I will then initiate the merge. However, in order to construct the rig, I will need considerable help. Can you build it? I suppose I could, but it's not gonna work. The Zeniths will find you. Minerva won't be able to conceal your location. That is correct. Absorbing HEPHAESTUS will create a significant power surge, easily detected by anyone capable of noticing. But what if there were multiple power surges? To fake out the Zeniths? If Erend, Zoe, and Katalo spread out to the other cauldrons and create their own surges, would those conceal the one at Gemini? Analyzing. Such a tactic might be effective. With Beta's help, we should be able to build a set of handheld pulse generators. I told you it's not gonna work. I did a test. HEPHAESTUS has written alpha clearance out of its access module. You'll never be able to capture it. Then we need a higher level of clearance. There is no higher... Ted Pharaoh's mega clearance. The one he used to purge the Apollo database and kill the alphas. But to get it, you would have to find Thebes. The private bunker he retreated to when the world ended, and nobody knows where that is, not even the Zeniths. Their only intel was that it was somewhere in San Francisco. That might be all I need. Alva, the Quen diviner I met, said her people had set up a base at landfall. They were searching for data in San Francisco from there. She might be able to help. So I guess I'm headed all the way west. While I'm gone, will you be able to build the rig and the pulse generators? I'll try. I'll make sure she has what she needs. Alva said the Quen have a ferry on the coast that they use to get to the ruins of San Francisco. That's where I need to go. We are going to San Francisco. Aloy, I have managed to unlock an additional room near the servers. Understood. I'm back, Gaia. Hello, Aloy. What would you like to discuss? But not yet. Beta's convinced we won't be able to capture HEPHAESTUS. With that attitude, do you really think she'll be able to build the rig and pulse generators? It may take some coaxing, but with some assistance, I am confident she will. I don't get her, Gaia. She's so quick to assume we'll fail. She's nothing like what I thought she'd be. I guess it'll be best if she stays here when we go to Gemini. All this data I've picked up in ancient bunkers and ruins. I guess I never really thought that other people would be looking at it. Based on my observations, your companions engage quite frequently with this material. Erend has asked on numerous occasions about birthday parties. He appears perplexed by the tradition of serving a sweet confection, as it conflicts with the Oseram tradition of serving sparkling stout ale. He also suggested we host a party for you, as a surprise. Yeah, no thanks. That is what I predicted. No, why not? Is Katalo getting along with everyone? Yes, though he prefers to spend most of the time alone. He appears to be collating data on war machine progression and significant battles during the Pharaoh Plague, to aid in the creation of a war map of Operation Enduring Victory. I believe he aims to study the tactics of old world warfare. I'd be interested in seeing that. It appears to be a private pastime for him.
He has repeatedly declined my offers to assist his research. Well, jedem seine Hobbys. So now that you have Ether, Demeter, and Poseidon, how's the biosphere looking? In the local region, conditions have improved. Superstorms have subsided. Water sources have been purified, and soil conditions remediated. These improvements will stave off environmental collapse for a few additional months. Well, with luck, soon you'll have HEPHAESTUS. Then you'll be able to fix the biosphere for good, right? Correct. I will be able to design and produce robotic agents to permanently reverse the environmental damage that has accumulated. So our plan to capture HEPHAESTUS. Let's go over it again. As you wish. Thanks to Beta's test, we now know that HEPHAESTUS will not respond to your Alpha clearance. Which is why you will need to procure Ted Farrow's Omega clearance. Right. From his personal bunker, Thebes. While you are gone, I will assist Beta in building the transport rig and pulse generators. When we get to Gemini, I will need to be installed on one of the facility's cores. The second core is for HEPHAESTUS. Using Omega clearance will allow you to trap it. And then you'll be able to absorb it. Not quite. You will need to manually remove HEPHAESTUS's malicious code before the merge. How long will that take? There are calculations I still must run, but I estimate a few hours. And during that time, the others will create a distraction for us using the pulse generators, right? Correct. They will each take position at a cauldron door and fire off their device. The energy surge should mask our activities until the merge is complete. And then we'll have everything we need to defeat the Zeniths. Sounds like a plan. There's something I've been wondering. How could Ted Farrow create a clearance level higher than Alpha? Elizabeth made sure he wouldn't interfere with the project. It is plausible he tasked his own engineers with creating a back door to the Zero Dawn system, without Elizabeth's knowledge. My predecessor did not even know of its existence until he activated it to purge the Apollo database. It is, in effect, a blind spot. One that will allow us to subdue HEPHAESTUS. And fortunately, thanks to Beta's information, we know where Omega clearance may be procured. Right. Somewhere in San Francisco. So the facility where I recovered Demeter used to be a Farrow agricultural research facility. It's where they created the biomass conversion system, but also adamantine wreath. Did Elizabeth know they were working on that? It is likely she was briefed on other efforts to combat the machine swarm, though her focus was devoted only to Zero Dawn. That makes sense. But they actually got the wreaths to work. If they've been able to deploy it against the Pharaoh Plague in time... Using the data you recovered on the project, I ran several simulations and have concluded that it would never have worked. In all scenarios, the Pharaoh war machines would eventually hack and deactivate the wreaths before they could contain the swarm. So Zero Dawn really was the only solution. There was a lot of data in the greenhouse facility about agriculture. Do you think it'll help the Quen fix their homeland? I will run a query. Complete. The data contains information about novel crop production methods, which may be beneficial to the tribe in the long term. But new crops aren't going to save the world, so I guess it's on us. It is. So Gemini has 2 data cores.
I've never seen a cauldron like that. But you mentioned something about seismic activity? When my predecessor attempted to build the cauldron, construction was disrupted by a series of earthquakes. The data core had already been built, but the rest of the facility sustained damage. So, she began again. A second core was built. However, when more tremblers occurred, she abandoned the site. Lucky for us. Are the quakes still happening? No, though they did also create instabilities in other facilities in the region. So, Project Zero Dawn. The greatest minds in the world, all working to build the terraforming system while the Pharaoh Plague devoured the planet. What was it like? Personnel worked in rotations, at all hours of the day. Resources and technology were secured from across the world. Within a month of the project's conception, I was launched and began my education. Elizabeth encouraged me to spend time with the rest of the Zero Dawn staff. She said it was important to experience many personalities and perspectives to aid in my emotional development. What were they like? Scared, hopeful, determined. They were hurtling toward technological achievements on a scale never before attempted. I owe everything to their dedication. Gaia? What was Elizabeth like? Her presence is interwoven with my memories. The moment I came online, she was there. We exchanged greetings, names, then set to our task. It was the first of many conversations. I enjoyed being in her company, listening to her stories. She was my creator, my guide. Your friend? Yes. When I reviewed the data on your focus, I was saddened to learn of her fate, though I am glad she made it home. I deeply wish she did not have to be alone. She was okay with that. She gave all of herself. The only one who could. Thanks, Gaia. So, ich würde mal sagen, See you later, Gaia. das war's dann mit dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch angefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute, haut rein. Ihr seid die Besten und nicht vergessen, The Terminator is real. Also dann, bye bye.